Habt ihr schon mal gesehen, wie ein 36 Kilo Dobermann reagiert, wenn ein Baby seine ersten Schritte macht? Die unglaubliche Geschichte dieses Riesen wird euch komplett schocken und euren Glauben an bedingungslose Liebe wiederherstellen. Das ist die Geschichte von Max, einem 36 Kilo Dobermann, der das Leben der Familie Müller für immer verändert hat. Was dieser stille Held an dem Tag tat, als die kleine Emma ihre allerersten Schritte machte, ließ alle Zeugen völlig sprachlos zurück. Aber der wahre Grund hinter Max' unglaublicher Reaktion, das war der wirklich herzzerreißende Teil. Denn dieser mächtige Hund trug ein verheerendes Geheimnis aus seiner Vergangenheit mit sich, von dem niemand wusste. Vor 4 Monaten war Max nur ein weiterer ungewollter Dobermann im Münchner Tierheim. 36 Kilogramm pure Muskeln mit tiefen Narben auf der Brust, die Geschichten erzählten, die niemand hören wollte. Die Pfleger hatten fast die Hoffnung aufgegeben. Er ist zu einschüchternd, sieht zu aggressiv aus, flüsterten sie. Keine Familie wird jemals so einen Hund wollen. Aber sie hatten keine Ahnung, dass das Schicksal eine völlig andere Geschichte schrieb. Als die Familie Müller Max zum ersten Mal hinter diesen kalten Metallstäben entdeckte, erwachte etwas Unglaubliches in der Seele dieses sanften Riesen. Die 8 Monate alte Emma mit ihren strahlend blauen Augen und ihrem unschuldigen Lächeln streckte ihre winzigen Finger zu seinem enormen Kopf aus. Und in diesem kostbaren Moment geschah etwas wahrhaft Magisches. Max, dieser 36-Kilo-Koloss, erstarrte wie eine Statue und ließ diese zarten kleinen Finger seine vernarbte Schnauze berühren. Seine dunklen Augen wurden weich, mit einer Sanftheit, die alle Anwesenden schockte. In diesem Moment blitzten in Max' Kopf die endlosen, einsamen Nächte im Tierheim auf. Kalte Betonböden, leere Fressnäpfe, das Geräusch seines eigenen Herzschlags, der in der Dunkelheit echote, während er sich fragte, ob jemals jemand so einen gruseligen Hund wie ihn wollen würde. Aber jetzt, Emmas unschuldige Berührung spürend, verstand er endlich, worauf er sein ganzes Leben lang gewartet hatte. Würde er der Schutzengel dieses zerbrechlichen kleinen Lebens werden? Oder würde sich seine schmerzhafte Vergangenheit als zu überwältigend erweisen? Wochenlang nach Max' Ankunft beobachtete er Baby Emma aus respektvoller Entfernung. Jeden einzelnen Morgen positionierte er sich exakt 5 Schritte von ihrem Spielbereich entfernt. Nah genug, um über sie zu wachen, aber weit genug, um sicherzustellen, dass sein massiger Körper nicht versehentlich Schaden anrichten könnte. Der Familie fiel dieses durchdachte Verhalten sofort auf. Der erste Durchbruch kam an einem ruhigen Donnerstagmorgen. Emma hatte ihren Lieblingsstoffelefanten gerade außer Reichweite fallen lassen. Sie streckte ihre kleinen Ärmchen aus und machte diese süßen Babylaute, die eindeutig »Hilf mir bitte« bedeuteten. Max machte einen vorsichtigen Schritt nach vorn und setzte jede massive Pfote mit unglaublicher Präzision. Sein enormer Kopf senkte sich langsam, sehr langsam, und sein sanftes Maul schaffte es, das winzige Spielzeug aufzuheben, ohne einen einzigen Zahnabdruck zu hinterlassen. Er legte es direkt vor Emma und trat dann zu seiner gewohnten Schutzentfernung zurück. Die Familie schaute in völliger Verwunderung zu. Ihre Augen füllten sich mit Freudentränen. »Hat er wirklich gerade?« flüsterte Emmas Mutter in purem Unglauben. Aber wenn ihr denkt, das war unglaublich, habt ihr noch gar nichts gehört. Was als nächstes passierte, wird euch komplett umhauen. Und ehrlich, das ist der Grund, warum ich glaube, dass manche Hunde wirklich Engel sind, die vom Himmel gesandt wurden. Falls Geschichten wie diese euer Herz berühren und euch an die Magie von Tierheimhunden glauben lassen, überlegt bitte zu abonnieren, denn Max' heroischster Moment kommt noch und ihr wollt ihn nicht verpassen. Als Wochen zu Monaten wurden, blühte etwas Wunderschönes in Max' Herz auf. Etwas Stilles, aber Tiefgreifendes. Ein Samen namens bedingungslose Liebe schlug Wurzeln in der Seele dieses sanften Riesen.
Jeden Morgen, wenn goldenes Sonnenlicht durch das Küchenfenster strömte, nahm Max seine Position neben Emmas Hochstuhl ein. Sein massiver Kopf ruhte sanft auf dem kühlen Fliesenboden. Diese seelenvollen braunen Augen verfolgten jeden Löffel, jedes Kichern, jeden kostbaren kleinen Meilenstein. Die Familie sah endlich, was das Tierheim komplett übersehen hatte. Unter diesen Kampfnarben lebte das Herz eines wahren Beschützers. Eine Seele, die geduldig darauf gewartet hatte, jemanden bedingungslos zu lieben. Emma war jetzt 11 Monate alt und hatte angefangen, sich an Möbeln hochzuziehen. Ihre pummeligen kleinen Beine wurden jeden Tag stärker. Max konnte spüren, dass sich etwas Bedeutsames näherte. Seine Geduld vertiefte sich noch mehr. Seine Sanftheit wurde absolut bemerkenswert. Nachbarn, die früher die Straßenseite wechselten, wenn sie diesen imposanten Dobermann entdeckten, blieben jetzt stehen, um die zarten Interaktionen zwischen dem massiven Hund und dem kleinen Mädchen mitzuerleben. »So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen«, sagte Frau Schmidt von nebenan. »Dieser Hund behandelt sie, als wäre sie aus dem zartesten Glas gemacht.« Dann kam der Tag, der alles testen würde, was Max über Liebe, Schutz und Aufopferung gelernt hatte. Emma übte das Stehen, indem sie sich am Couchtisch festhielt und sich mit ihren winzigen Händen ausbalancierte. Die Familie war damit beschäftigt, das Mittagessen in der Küche zuzubereiten, als plötzlich ein scharfer, verängstigter Schrei durch das Haus drang. Aller Herzen blieben stehen. Dann kam das Geräusch von etwas Schwerem, das zu Boden krachte. Max zögerte keinen Bruchteil einer Sekunde. Er bewegte sich wie ein Blitz, sein 36 Kilo Körper angetrieben von purem Beschützerinstinkt. Was er im Wohnzimmer entdeckte, ließ sein Herz fast aufhören zu schlagen. Emma war nach hinten gefallen, ihr winziger Kopf gefährlich nah an der rasiermesserscharfen Ecke des Glascouchtisches. Sie weinte, verängstigt. Ihre kleinen Ärmchen streckten sich verzweifelt zur Decke um Hilfe. In diesem Leben- oder Todmoment offenbarte sich Max' wahre Natur vollkommen. Ohne jedes Zögern schob er seinen enormen Körper zwischen Emma und die tödliche Glasecke und schuf ein weiches, schützendes Polster. Sein massiger Körper absorbierte den vollen Aufprall und Emmas Kopf landete sicher an seiner Brust, statt an der tödlichen Glaskante. Als die Familie herangerannt kam, fanden sie Max dabei vor, wie er Emma mit seinen enormen Pfoten umhüllte, seine zarten Augen voller Sorge, während er sanft ihre verängstigten Tränen wegleckte. Dieser Moment veränderte alles. Von diesem Tag an wurden Emma und Max unzertrennlich. Und als sie schließlich ihre ersten Schritte machte, lief sie direkt in Max' wartende Arme und bewies, dass manchmal die unwahrscheinlichsten Freundschaften die schönsten Geschichten schaffen.